In diesem Video dreht sich alles rund um den Immobilienkauf in Norwegen. Ich beginne erstmal damit, wie ihr in Norwegen überhaupt erstmal eure Traumimmobilie finden könnt. Dann, wie die Besichtigung danach abläuft, welche Rolle der Makler dabei spielt und wie der Kaufpreis dann am Ende zustande kommt. Und anschließend geht es dann noch darum, wie der Kaufpreis bezahlt wird, wie die Übergabe abläuft und schließlich, wie ihr vielleicht eine Finanzierung in Norwegen erhalten könnt und welche Möglichkeiten es da gibt. Grundsätzlich funktioniert der Immobilienmarkt in Norwegen nämlich um einiges anders, als das in Deutschland oder als in der EU der Fall ist. Und darum geht es jetzt in diesem Video. Möchtest du ebenfalls den norwegischen Traum leben und wünschst dir ein eigenes Haus in Norwegen, umgeben mitten im Naturparadies zwischen Fjorden, Polarkreis und Nordsee? Norwegens Fjorde gehören zu den spektakulärsten Landschaftsformen, die Europas Natur zu bieten hat. Bis zu 200 Kilometer ziehen sie sich von der Atlantikküste ins Land hinein. Manche sind über 1000 Meter tief. Sie sind Relikte aus vergangenen Zeiten, als gewaltige Gletscher Täler ausgefräst und selbst härtestes Gestein zermalmt haben. Durch die vielen schmalen und tiefen Buchten ergibt sich eine etwa 25.000 Kilometer lange Küste. Zusätzlich umgeben etwa 150.000 Inseln das atemberaubende Land. Oder zieht es dich eher in den hohen Norden, wo die Sonne im Sommer niemals untergeht und ihr umgeben seid von Wasser und Grün und Schnee auf den Berggipfeln, der auch im Hochsommer nicht verschwindet. Im Winter wird Nordnorwegen zum schneebedeckten Paradies. Die Winternächte sind in ganz Norwegen lang. Von Mitte November bis Ende Dezember blickt die Sonne in Nordnorwegen nur kurz über den Horizont. Oder sie geht gar nicht auf. Es ist meistens jedoch nicht stockfinster und der Schnee erhält die Landschaft auf fast magische Weise. Nicht weniger magisch ist bei Eis und Schnee der Glanz der Polarlichter. Das Himmelsfeuerwerk wurde schon in alten Geschichten thematisiert und hat zahlreiche Legenden inspiriert. Symbole im Zusammenhang mit dem Nordlicht sind auf den schamanischen Trommeln der Samen dargestellt. In der samischen Sprache gibt es mehrere unterschiedliche Namen für das Naturschauspiel. Eine davon ist Gohusavas, das Licht, das man hören kann. Poetisch, nicht wahr? Wenn ihr gerne von Menschen umgeben seid, dann ist ein Haus in der Stadt vielleicht das Richtige für euch. Etwa 700.000 Einwanderer leben derzeit in Norwegen, die hier sehr willkommen sind, speziell in den größeren Städten. Das sind Oslo, Bergen, Trondheim und Stavanger. Große Metropolen gibt es in Norwegen aber nicht. Selbst die größten Städte haben nicht viele Einwohner. Dafür verbreiten sie aber mit ihren verzweigten Gassen und kleinen Hütten oder stattlichen Holzhäusern sowie mit ihren beschaulichen Läden und Cafés einen ganz besonderen Charme. Die Einwohner verbringen viel Zeit im Freien, beim Wandern oder auf den Terrassen. Jedes Sonnenlicht wird genutzt. Wie könnt ihr nun also eure Traumimmobilie in Norwegen erstmal finden? Als erstes liegt natürlich nahe, dass wir einfach zum ortsansässigen Makler gehen, zum Maklerbüro und dort dann uns nach einer Immobilie erkundigen und dem Makler erzählen, was für eine Immobilie wir suchen. Das ist auch hier in Norwegen möglich, aber das ist eher unüblich. Der andere Weg ist die Plattform FinnNO und die wollen wir uns mal gemeinsam kurz ansehen. Immobilien findet ihr in Norwegen auf der Seite FinnNO. Und zwar im Internet ausschließlich auf FinnNO, denn FinnNO fasst viele Börsen und viele Internetseiten, die wir in Deutschland haben, zusammen. Zum Beispiel haben wir jetzt hier den Bereich der Immobilien, wo wir jetzt in Deutschland zum Beispiel ImmoScout oder Immonet haben. Wir haben hier aber auch das Pendant zu mobile.de. Wir können hier Autos finden. Wir haben hier auch eBay und eBay Kleinanzeigen drin. Man kann ja auch Jobs finden, Reisen, Boote, Ferienhäuser und vieles mehr. Also das ist eine Seite, die wirklich alles zusammenfasst. Und wenn wir uns Immobilien anschauen wollen, dann klicken wir auf dieses kleine Häuschen hier. So, jetzt steht hier natürlich alles auf Norwegisch. Ein kleiner Tipp, wenn ihr den Browser
Google Chrome benutzt, dann könnt ihr euch das auch mit der rechten Maustaste hier auf Deutsch übersetzen lassen. Das ist zwar nicht immer richtig übersetzt, zum Beispiel würde hier stehen Häuser zum Verkauf, aber man bekommt zumindest einen Anhaltspunkt, was das bedeuten könnte. So, wir klicken da einmal drauf auf Häuser zum Verkauf und sehen dann hier auch direkt unsere Filterzeilen. Wir können jetzt hier also oben ein Keyword eingeben oder hier unten nach einer Kommune filtern. Wir können auch hier oben einen Radius angeben, in welchem Bereich wir hier in Norwegen suchen möchten. Haben dann hier noch unterschiedliche Filterkriterien, zum Beispiel den Preis oder die Größe, das Jahr, den Haustyp können wir hier angeben oder bestimmte Einrichtungsmerkmale. Wir haben hier auch direkt das Datum, bedeutet das Datum der Besichtigung. Die wird nämlich oft schon in der Anzeige festgelegt, das Besichtigungsdatum. Und dann können wir eben hier unsere Filter setzen und bekommen hier die Suche eben direkt richtig angezeigt. So, jetzt sagen wir mal, wir suchen jetzt hier ein Haus in Oslo und zwar in einer ganz bestimmten Gegend. So, und bekommen dann hier auch direkt schon unsere Suchergebnisse angezeigt. So, ich kann jetzt hier auf eine Immobilie draufklicken. So, und dann kann ich jetzt hier die Fotos der Immobilie mir ansehen. Sehe hier direkt die Kontaktdaten des Maklers, kann hier den Makler kontaktieren oder kann mich hier direkt für die Besichtigung anmelden. Ich kann hier auch ein Gebot abgeben, wenn ich Norweger bin, aber dazu kommen wir nachher nochmal. Hier sehen wir den Preis der Immobilie mit allen Nebenkosten, haben hier die Informationen zur Immobilie und ganz wichtig, wenn wir weiter runter scrollen, haben wir dieses Dokument. In diesem Dokument, mal schauen, wir wollen es mal zurück auf Norwegisch übersetzen, Salgsoppgave heißt das Dokument und in diesem Dokument steht wirklich alles über die Immobilie drin. Jedes kleine Fensterchen, jeder Raum ist dort detailliert beschrieben und eben auch alle Schäden, die es an der Immobilie gibt, sind dort beschrieben und das sollte man sich auf jeden Fall zumindest selbst übersetzen, bevor man sich eine Immobilie kauft. So, und dann sehen wir hier den genauen Standort der Immobilie, also wirklich die genaue Adresse der Immobilie steht immer in den Anzeigen drin. Und jetzt noch ein kleiner Insider-Tipp, wenn ihr euch diesen Standort hier rauskopiert, könnt ihr euch das natürlich hier auf der Karte ansehen und bei Google Maps könnt ihr euch das natürlich auch ansehen, aber es gibt noch diese Seite hier. So, und da gibt es diese Adresse, eiendomskartverket.no und da könnt ihr die Adresse eingeben. Dann drücken wir Enter und können die Adresse hier unten auswählen. So, und was sehen wir dann? Wir sehen das genaue Flurstück in einer Flurkarte. Also gerade bei Immobilien, die vielleicht nicht in der Stadt sind, ist das interessant, die genauen Grundstücksgrenzen einmal zu sehen. Und hier haben wir eben Zugriff auf alle Flurstücke in Norwegen auf dieser Internetseite. Wenn euch die Internetseite Finn&O noch weiter interessiert und ihr noch weitere Informationen von mir dazu haben wollt oder auch über diese andere Seite, Se Eiendom, dann schreibt mir das bitte in die Kommentare oder gebt mir einen Daumen nach oben, dann werde ich noch ein weiteres Video dazu online stellen. Wenn ihr nun also eure Traumimmobilie gefunden habt, dann möchtet ihr sicherlich einen Besichtigungstermin vereinbaren und das findet ganz normal, das findet ganz ähnlich statt, wie das auch in Deutschland ist. Ihr kontaktiert einfach den Makler, vereinbart einen Besichtigungstermin und trefft euch dann mit dem Makler bei der Immobilie vor Ort. Er erzählt euch dann etwas über die Immobilie und eventuell ist dann auch noch der Eigentümer mit dabei oder auch nicht, das kann ganz unterschiedlich sein. Wenn ihr also eure Traumimmobilie gefunden habt, dann wollt ihr sicher einen Besichtigungstermin vereinbaren. Das ist hier in Norwegen ebenfalls üblich und das vereinbart ihr ganz einfach, indem ihr Kontakt mit dem Makler aufnehmt und einen Termin für die Besichtigung vereinbart und euch dann mit dem Makler vor Ort trefft. Der Makler wird dann mit euch durch die Immobilie gehen. Manchmal ist der Eigentümer vor Ort, manchmal auch nicht. Das kann ganz unterschiedlich sein. Und die Besichtigung findet auf ähnliche Weise statt, wie das auch in Deutschland der Fall ist. Wo man sich aber nicht wundern darf, ist, es ist in Norwegen durchaus üblich, dass auf dem Grundstück Bauten ungenehmigt sind. Zum Beispiel, das kann sein ein Wintergarten, ein Schuppen oder vielleicht ein Bootssteg, der dort errichtet wurde. Und man muss sich hier in Norwegen eben alle Bauten, die ein Fundament haben,
genehmigen lassen. Und es ist einfach üblich, dass diese Bauten einfach gebaut werden, ohne dass eine Genehmigung vorliegt. Das sehen wir eben ganz, ganz häufig bei den Anzeigen, auch schon im Internet. Der Makler, der wird euch aber auf jeden Fall darauf hinweisen, wenn sowas bei der Immobilie ist. Das Risiko, was man da eingeht, ist natürlich, dass irgendwann die Kommune ankommt und sagt, du hast da jetzt ein ungenehmigtes Bauwerk, das musst du wieder abreißen. Es gibt da also auch keinen Bestandsschutz oder sowas. Aber auf der anderen Seite ist das Risiko wiederum höher, wenn man der Kommune das meldet, dass man dieses Bauwerk hat, dann schaut sich das halt erst recht jemand an. Ansonsten kann es nur passieren, dass vielleicht jemand von den Nachbarn oder so, wenn man da im Streit ist, dann einen Hinweis gibt, aber ansonsten wird man da auch in der Regel in Ruhe gelassen mit diesen ungenehmigten Bauten. So, also das kann auf jeden Fall sein, ne, dass es sowas gibt. Ansonsten gibt es da nur den einen gravierenden Unterschied, dass es üblich ist, in Norwegen nach der Besichtigung der Immobilie relativ kurzfristig ein Gebot für die Immobilie abzugeben. Also der Immobilienmarkt funktioniert hier grundsätzlich nach dem Bieterverfahren. Man zahlt so gut wie nie den Preis, der an der Immobilie dran steht, der in der Anzeige dran steht, sondern man zahlt den Preis, den der Höchstbietende dann geboten hat. Also man muss wissen, dass es eben relativ kurzfristig nach der Besichtigung in der Regel geboten werden muss. Und das funktioniert dann entweder für Norweger mittels Bank-ID. Das geht dann entweder online oder das geht dann auch mobil direkt beim Besichtigungstermin. Oder für Ausländer gibt es noch die Möglichkeit, über ein Papierformular zu bieten. Das könnt ihr auch direkt bei dem Makler vor Ort schon tun, wenn ihr das wollt. Ansonsten könnt ihr euch auch noch zu Hause nochmal Gedanken machen, aber dann eben danach relativ kurzfristig dem Makler das Gebot dann in Papierform übermitteln. Und weiterhin läuft das dann so ab, dann erhalten, nachdem ein Interessent ein Gebot abgegeben hat, erhalten alle, die sich für die Immobilie interessieren, eine SMS, dass ein Gebot abgegeben worden ist. Bei der Gebotsabgabe gibt man gleich einen Zeitraum an, wie lange dieses Gebot gelten soll. Das heißt, wie lange hat der Verkäufer Zeit, eine Zusage zu geben. Zum Beispiel, ihr könnt sagen, ich gebe jetzt ein Gebot ab und an dieses Gebot halte ich mich eine Woche. Und nach dieser Woche muss der Käufer dann genau, also es ist genau von der Uhrzeit, minutenmäßig ist es festgelegt, auf die Minute genau ist es festgelegt, wann dieses Gebot endet. Und bis dahin muss der Verkäufer muss sich bis dahin entschieden haben. So. Und nun habt ihr die Möglichkeit, eben entweder einen kurzen Zeitraum zu wählen oder einen langen Zeitraum. So, und da, das ist eine strategische Frage, was man da möchte. Es ist auch möglich, dass man zum Beispiel ein Gebot abgibt und sagt, ich halte mich daran 1 Stunde. Ja, dann bekommen alle eine SMS, die sich dafür interessieren und haben nur 1 Stunde Zeit mitzubieten. Der die SMS nicht gelesen hat, der hat dann halt Pech gehabt. Oder der eben so schnell sich nicht entscheiden konnte, der hat dann Pech gehabt. Da habt ihr natürlich die Chance, dass dann viele einfach so schnell gar nicht reagiert haben und dann nicht mitbieten und der Preis bleibt dadurch gering. Aber das weiß natürlich auch der Verkäufer und der möchte einen möglichst hohen Preis erzielen. Das heißt, es kann sein, dass der Verkäufer dann einfach ablehnt aus dem Grund, weil er sich erhofft, dass andere dann vielleicht doch noch bieten und ein höheres Gebot abgeben. Ne? Es ist auch tatsächlich ein bisschen frech, einfach nur so einen ganz, ganz kurzen Zeitraum anzugeben. Auf der anderen Seite, wenn ihr einen langen Zeitraum angebt, dann schneidet ihr euch ein bisschen ins eigene Fleisch, weil dann natürlich die Chance sehr, sehr groß ist, dass andere noch mitbieten und der Preis dadurch immer weiter steigt. Zum Beispiel, wenn ihr einen Monat angibt, dann kann es sogar sein, dass noch Interessenten auf die Immobilie aufmerksam werden, die sie bisher noch gar nicht gesehen haben. Ne, also es ist hier wirklich der Königsweg, hier einen Mittelweg zu finden, dass man auf der einen Seite nicht so viel Konkurrenz bei den Bietenden auslöst bei dem Zeitraum und auf der anderen Seite aber auch dem Verkäufer das Gefühl gibt, dass er aus seiner Immobilie das meiste Kapital rausgeholt hat. So, und wenn nun der Verkäufer den Zuschlag gibt, dann habt ihr die Immobilie verbindlich gekauft.
egal ob ihr das Geld habt oder nicht. Man kann auch ein Gebot vorbehaltlich der Finanzierungszusage abgeben. Ist tatsächlich nicht so üblich, ist aber möglich. Wenn ihr zum Beispiel eine Bankfinanzierung habt und noch keine Zusage von der Bank bekommen habt, dann könnt ihr sagen, ich kaufe das, aber nur, wenn ich das Geld auch von der Bank bekomme. Ihr müsst dabei natürlich wissen, wenn es noch andere Mitbietende gibt, die nicht vorbehaltlich der Finanzierung bieten, kann es sein, dass der Verkäufer auch jemand anderem einen Zuschlag gibt, wenn der vielleicht ein bisschen weniger geboten hat, aber weil er eben das Risiko nicht eingehen möchte, dass er ganz abspringt, wenn ihr die Finanzierungszusage nicht bekommt. So, aber wenn man dieses Gebot nun abgegeben habt, dann habt ihr die Immobilie gekauft und nehmen wir mal an, ihr habt das Geld jetzt doch nicht. Ihr habt dann die Finanzierung von der Bank nicht bekommen, habt aber ein Gebot ohne Vorbehaltlichkeit der Finanzierungszusage abgegeben. Dann habt ihr die Immobilie gekauft und müsst sie dann schleunigst wieder verkaufen, damit ihr dem Käufer das Geld geben. Damit ihr dem Verkäufer das Geld geben könnt. Welches ihr dann wiederum durch den Wiederverkauf der Immobilie zu erwirtschaften habt. Also tatsächlich, so läuft das hier in Norwegen. Das wäre der Weg, wenn man eine Immobilie kauft, ein Gebot abgibt, einen Zuschlag bekommt und dann das Geld nicht hat. Dann muss man die ganz schnell wieder verkaufen und das Geld nehmen und dem ursprünglichen Verkäufer geben. So, wollen wir aber hoffen, dass das nicht passiert. Ihr habt eure Traumimmobilie jetzt gekauft, ihr habt den Zuschlag bekommen und nun geht es darum, welche Rolle hat der Makler, außer dass er euch durch das Haus führt und dass er die Anzeige ins Internet gestellt hat. Das ist ja das, was der Makler in Deutschland üblicherweise tut. Und hier ist der Makler aber noch viel mehr. Hier ist der Makler im Prinzip sowas wie ein Notar. Ja, also der Makler ist hier, obwohl er eben durch die Provision bezahlt wird, die aus dem Hausverkauf entsteht, hat er natürlich durch dieses Gebotsverfahren einmal weniger Einfluss auf den Preis, weil er eben nicht einfach nur einen Preis dran schreibt, sondern weil der Markt am Ende den Preis entscheidet. Und er ist aufgrund der Gesetzgebung hier in Norwegen einfach eben für beide Seiten beratend da. Und das merkt man auch, wenn man durch die Immobilien geht und die Besichtigungen durchführt, weisen einen die Makler in der Regel wirklich auf Schäden hin, weisen einen auf ungenehmigte Bauten hin, auf Türen, die ein bisschen klemmen, und da wird wirklich alles, wird genauestens auch in diesem Übersichtsblatt wird das alles genauestens protokolliert. Es gibt auch einen Gutachter, der vorher eben durch die Immobilie geht und eben diese ganzen Dinge aufnimmt, und der Makler ist verpflichtet und tut es auch, euch das eben alles mitzuteilen. So. Und wenn es dann zum Hauskauf gekommen ist, dann trefft ihr euch nicht beim Notar, sondern dann trefft ihr euch beim Makler im Büro. Und der Makler bringt die Vertragsunterlagen mit und ihr trefft euch dann mit dem Verkäufer dort im Maklerbüro und unterzeichnet gemeinsam jeweils die Vertragsunterlagen für den Hausverkauf. Das geht eigentlich relativ unkompliziert. Jeder, der in Deutschland schon mal eine Immobilie gekauft oder verkauft hat, weiß, wie das beim Notar ist. Der hat dann die Vertragsunterlagen und liest dann alles nochmal durch, und es dauert lange, und das ist hier in Norwegen ganz anders. Man kriegt die Vertragsunterlagen vorher zugeschickt, dann trifft man sich dort und sagt, okay, ihr habt die Vertragsunterlagen ja schon bekommen, unterzeichnet, tschüss, guten Weg. Also hier wird wirklich nichts nochmal vorgelesen, hier wird auch nicht nochmal irgendwas erklärt. Die Vertragsunterlagen muss man sich vorher durchlesen. Ja? Und dann habt ihr das Haus gekauft. Nun geht es eben noch darum, wie die Bezahlung abläuft. Und auch hier spielt der Makler wieder eine wesentliche Rolle. Der Makler hat nämlich eine Art Treuhandkonto, auf das ihr das Geld dann circa 2 Wochen vor der Schlüsselübergabe zu überweisen habt. Und der Makler meldet dann dem Verkäufer, dass das Geld eingegangen ist, und dann kommt es eben zur Übergabe. Ihr geht dann gemeinsam mit dem Verkäufer nochmal durch das Haus durch. Schaut euch das Haus nochmal an, ob es in dem Zustand ist, wie ihr es zur Besichtigung vorgefunden habt, und unterschreibt anschließend in der Regel digital auf dem Smartphone, dass ihr das Haus so abnehmt. Und wenn das passiert ist, bekommt der Makler eben alles voll digital und voll automatisch eine Meldung,
dass das Haus übergeben wurde und anschließend 2 Wochen circa im Anschluss überweist der Makler dann das Geld an den Verkäufer. Wenn man dieses Übergabeprotokoll dann ausfüllt, dann wird auch gleich automatisch in der Regel alles geregelt, was mit der Hausübergabe zu tun hat. Also man unterschreibt erstmal das Protokoll, anschließend wird man gefragt, möchte man einen Stromvertrag abschließen, möchte man einen Wasservertrag abschließen, möchte man den Internetvertrag abschließen oder möchte man seinen Internetvertrag übernehmen. Also es ist wirklich, man klickt sich durch dieses Menü durch und hat dann nach der Übergabe schon alles geregelt und ist dann auch schon bei den Wasserwerken und allem registriert. Das Einzige, was man eben noch machen muss, ist sich dann anschließend umzumelden. Aber ansonsten ist dann schon alles für die Übergabe eben gesichert. Jetzt geht es noch darum, wie könnt ihr den Kaufpreis finanzieren. Die beste Variante ist natürlich, wenn ihr einfach das Geld habt. Ja, wenn ihr einfach das Geld, Cash auf dem Konto habt, dann habt ihr die größtmögliche Freiheit, einfach mitzubieten. Wenn jetzt zum Beispiel ein anderer ein Gebot auf das Haus abgibt und ihr nur einen kurzen Zeitraum bekommt, wo ihr mitbieten könnt, dann ist das natürlich Gold wert, wenn ihr einfach wisst, wie viel Geld ihr habt und einfach frei mitbieten könnt und wisst, ihr habt das einfach sicher auf dem Konto. Wenn ihr das Geld aber nicht vollständig auf dem Konto habt, dann braucht ihr eine Finanzierung von der Bank. So, und da braucht ihr natürlich eine norwegische Bank, wenn das Haus in Norwegen ist. Ist klar. So, und da gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder die erste Möglichkeit ist, ihr holt euch eine private Finanzierung. Das könnt ihr tun, wenn ihr hier in Norwegen arbeitet und ein Anstellungsverhältnis habt. Ihr müsst aber mindestens 1 Jahr hier schon gewohnt haben und dann auch eine Steuererklärung abgegeben haben. Die gebt ihr erst ab, wenn ihr schon hier 1 Jahr gewohnt habt. Und diesen Tax Report, den müsst ihr eben bei der Bank einreichen und dann könnt ihr eine private Finanzierung bekommen. Die Konditionen, die sind im Vergleich zum Beispiel zu gewerblichen Finanzierungen, sind die besser, aber ihr müsst natürlich ein gutes Anstellungsverhältnis haben und eben diesen Tax Report. Und eine D-Nummer oder eine Personennummer in Norwegen natürlich auch, aber das habt ihr automatisch, wenn ihr hier arbeitet. Die zweite Möglichkeit ist eine Finanzierung, eine gewerbliche Finanzierung. Die bekommt ihr, wenn ihr hier ein Unternehmen gegründet habt, und dann könnt ihr die Finanzierung eben auch sofort bekommen, ohne dass ihr da auf irgendetwas warten müsst. Ihr könnt also nach Norwegen kommen, ein Unternehmen gründen und direkt mit dem frischen Unternehmen, was noch keinen Cent Umsatz gemacht habt, könnt ihr eine Finanzierung bekommen, sofern die erwarteten Mieten, die ihr mit der Immobilie erzielen könnt, eben den Kapitalbedarf decken. So, und da läuft das auch ganz unbürokratisch. Die Banker schauen sich die Anzeige im Internet an und fragen in der Regel dich, was du denkst, was du an Mieteinnahmen erzielen kannst, bitten dich dann vielleicht nochmal, dich an einer anderen Stelle zu erkundigen, bei einem Makler oder bei einem Spezialisten für Vermietung in deinem Gebiet, und das teilst du der Bank dann einfach mit. Wenn das plausibel ist, dann akzeptiert die Bank das, ohne dass du da irgendwelche Gutachten oder sowas einreichen musst, und dann kannst du eben eine Finanzierung für die Immobilie bekommen. Du musst aber wissen, dass die Konditionen wirklich, gerade im Vergleich zu Deutschland, echt miserabel sind. Ja, aber was will man machen, ne? Wenn man eine Finanzierung braucht, braucht man eine Finanzierung. So, und das ist eben im Gegensatz zu Deutschland, kriegst du hier als Gewerblicher kein Annuitätendarlehen. Bedeutet, dass sich die Darlehenssumme von Monat zu Monat ändert, je nachdem wie viele Tage der Monat hat, und je mehr du abzahlst, desto geringer wird dein Zinssatz. So, und bei Annuitätendarlehen ist es ja so, dass dann einfach nur der Anteil der Zinsen im Vergleich zum Abtrag sich verändert. Und bei den gewerblichen Darlehen hier in Norwegen ist es grundsätzlich so, dass du immer den gleichen Abtrag hast und der Zinssatz wird immer geringer, also über die Zeit zahlst du dann einfach weniger pro Monat. Ein weiterer Punkt, der für ein gewerbliches Darlehen spricht, ist, dass ihr unabhängig von der Vertragslaufzeit den gesamten Betrag oder Teilbeträge jederzeit flexibel zurückzahlen könnt. Und jetzt vielleicht nochmal ein paar Grundsätzliches zu der Mentalität hier.
Bei der Bank auch. Es ist ja einfach so, dass es alles viel unverbindlicher ist als in Deutschland, alles viel lockerer gesehen wird und wie das Beispiel mit der Nichtnotwendigkeit eines Gutachtens, wenn man den Preis der Vermietung festlegt, das zeigt einfach, dass das alles einfach hier sehr so extrem locker gesehen wird. Es kann zum Beispiel passieren, dass ihr mit dem Bankberater verhandelt, um eben ein Darlehen zu bekommen und der sagt euch dann so Pi mal Daumen, was das dann kostet, und wenn ihr dann bei den Vertragsunterzeichnungen sitzt, dann seht ihr, dass das irgendwie doch ein bisschen anders ist, als ihr erwartet habt, weil die das halt einfach alle nicht so genau nehmen. Ja, und was auch passieren kann, ist, dass ihr die Finanzierungszusage erst bekommt, nachdem ihr die Immobilie gekauft habt. Deswegen auch vorhin das Gebot vorbehaltlich der Finanzierung. Das braucht man nicht nur einfach, weil man sagt, oh, ich habe es noch nicht geschafft, mit einer Bank zu sprechen. Nein, bei den Banken ist es teilweise so, dass sie sagen, nee, wir gucken uns nicht alle Immobilien an und geben dafür Finanzierungszusagen, bevor ihr Gebote abgegeben habt. Das ist uns einfach zu viel Arbeit. Wir gucken uns den ganzen Vorgang erst an, wenn ihr ein Gebot abgegeben habt und wenn ihr das Haus auch schon gekauft habt. Dann lohnt sich das für uns auch wenigstens, da die Arbeit reinzustecken. Und ja, genau das kann passieren. Deswegen auch das mit dem Gebot vorbehaltlich der Finanzierungszusage, ja. Das heißt, ihr seht dann ein schönes Haus, darauf wollt ihr bieten, sagt das der Bank, hier, dieses Haus, darauf möchte ich bieten. Und die sagen dir dann, ja, okay, kauft das erstmal und danach gucken wir an, ob wir es dir auch finanzieren. Ja, das kann durchaus passieren. Und dann wisst ihr noch nicht mal genau, was der Zinssatz ist und wie genau der Kapitalabtrag ist. Das erfahrt ihr dann ganz genau erst bei der Vertragsunterzeichnung. Kann passieren. Hängt natürlich auch vom Bankberater ab, ne? Aber ihr könnt euch darauf einstellen, dass die Mentalität hier eine andere ist, dass das nicht alles so eng gesehen wird und damit muss man dann auch erstmal umgehen lernen. Also, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich konnte euch ein paar Einblicke in den Immobilienmarkt von Norwegen geben und wie ihr hier ein Haus kaufen könnt. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es mir unten in die Kommentare und abonniert den Kanal. Also, bis dann.